What fascinates us about him? What made him into the person that he is today? What motivates people to hate him and to visit him? Metal Leute, this is the story of Drachenlord. On March 1st, 2018, Rainer demanded that the streamer Montana Black has to stop using Dragonlord emotes. Streaming in the early hours of March 2nd, Rainer revealed he had beaten his classmates at school back then and talked about the hate. Mich ärgert man eigentlich nicht so leicht, wie es halt auf YouTube auch immer den Anschein gemacht hat. Zumindest war es früher mal zeitlang so. Aber wenn ich dann halt wirklich sauer geworden bin, dann bin ich halt richtig ausgerastet. Und dann habe ich... und in meiner Schulzeit mit 18, 19, da habe ich dann auch zugeschlagen. Also so ist es nicht. Und da ich ja groß bin und stark bin, und vor allem damals noch viel stärker und schneller war, als ich heute bin... Fast 2 Meter, ne? Ich weiß durchaus, wie ich mit dem Zeug umgehen muss. Ich mache das lange genug. Ich mache das seit 2011. Das werden dieses Jahr 7 Jahre. In the video Dragon Award Prologue, Rainer announced that from now on, once a week, the so-called Dragon Award would be awarded on Twitter. The winner would receive a private message and a tweet from Rainer and the award as a digital picture. Afterwards, there was a confrontation with Iblali on Twitter, which ended with a meltdown from Rainer. Later, Rainer could also be found in the chat of Montana Black's Twitch stream. On March 4th, he commented on his tweets in the video short summary and explained that he was disappointed that Iblali had not responded to his song. This was followed by another Twitter meltdown, this time with over 40 tweets. Rainer's stream on March 5th was so affected by technical problems that he had considered doing a donation stream for a new PC. Accordingly, he created a poll to get the opinion of his viewers on the Woodchip stream. The word donation, or spenden, being somewhat similar to the word woodchip, or Späne. In the end, he ended the stream with a rage quit. Wisst ihr was, ich reagiere jetzt gar nicht mehr auf den Chat, weil ganz ehrlich, das ist der reinste Kindergarten, der hier abgeht. Ja, auf der einen Seite meckert ihr die ganze Zeit, dass ich nicht auf Twitch streame, und auf der anderen Seite, ja, streame mal das und das. Leute, ich bin nicht euer Kasper, der das macht, was ihr wollt. Ich streame immer noch die Spiele, die ich möchte. In a TeamSpeak leak on March 6th, Rainer expressed similar frustrations. Und ihr haltet mich für den Dummen. Ganz ehrlich. Angeblich alles Studenten und was weiß ich, ja, alles okay, sonderlich intelligent, Realschüler, Gymnasiasten. Nach 10 Minuten war ich so verwirrt. Und weiß der Geier was noch alles. Hättest du auch gegen Hauptschüler, weil du hast ja Und Sonderschule das ist so gemacht, ein Kindergarten, ehrlich, ey. Ich meine, letzten Endes seid ihr doch echt alles der letzte Abschaum. Ich meine, was ich mir hier für eine Scheiße geben darf die ganze Zeit. Musst du doch nicht. Ey, nee, mal im Ernst. Was ist denn das? Ihr haltet euch alle für so geil und intelligent und baut nur Scheiße. Von früh bis spät. Fragt man sich trotzdem. Ich meine, weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Die Leute, die hier Scheiße machen, muss da runterbannen. Stellt euch hin oder stellen sich hin, als wären sie die Götter, die geilsten überhaupt, die hier rumlaufen, halten sich für die coolsten und die schönsten. Das Einzige, was ihr seid die schwulsten. Weil, und das ist noch eine Beleidigung für die Schwulen. In the stream, Rainer took a narcissism test from the news magazine Spiegel. However, this was intended to determine narcissism in a third person, and Rainer could hardly recognize narcissistic characteristics in himself. Sie haben den Verdacht, dass jemand eine narzisstische Persönlichkeit besitzt. Ach, narzisstisch. Ich habe jetzt auf Nazis bezogen gehabt. Demonstriert ein Selbstwertgefühl, das sich mit seiner Position, seiner Erfahrung oder seiner Verdienst nicht rechtfertigen lässt. Finde ich eigentlich nicht.
Weil ich finde, das lässt sich eigentlich durchaus rechtfertigen, wie ich mich verhalte, durch meine Videos. Wenn er ihnen, wenn er mit ihnen kommuniziert, fühlt es sich an, als ob er Nachrichten versendet, aber selbst keine empfängt. Die Kommunikation ist einseitig. Da würden vermutlich die ganzen Hater-Girls, mit denen ich früher geschrieben habe, bevor ich meine Freundin hatte, Blödsinn labern. Verhält sich, als wären Menschen Dinge, die man nicht die man nach Belieben benutzen, manipulieren oder ausbeuten darf. Wie gesagt, ich bin eigentlich eher jemand, wenn jemand Hilfe braucht, schaue ich eher, dass ich demjenigen helfen kann. Bläst sich auf und tut mordswichtig, ohne etwas Vorzeigbares geleistet zu haben. Da ich was Vorzeigbares geleistet habe, und zwar immer noch da zu sein nach 5 Jahren, und das ist natürlich jetzt jedem selbst überlassen, wie groß oder so das ist, nach so vielen Jahren mit Hatern und alles, würde ich sagen, habe ich definitiv was geleistet. Reden andere über ihren Erfolg, brüstet er sich sofort mit seinen eigenen oder wechselt zu einem Thema, bei dem er protzen kann. Protzen nein, weil ich halte Angeberei total für überflüssig und sinnlos. Aber tatsächlich bin ich jemand, dass ich mich sehr mit meinem Erfolg brüste. Oder habe ich zumindest mal eine Zeit lang. Das machen wir einfach mal an. Findet, er hat das Recht auf Erfolg, Ruhm, Reichtum und Sex. Lol. Fühlt sich beim Schreiben... Beim Streben. Dachte gerade schon, fühlt sich beim Streben danach nicht im Gesetz moralisch oder ethisch Regeln gebunden. Wenn man bedenkt, mit was ich mich jeden Tag rumschlagen muss, sollte man diese Frage komplett streichen tatsächlich. Fast völlig unschuldige Gesten anderer Menschen, Zurechtrücken des Stühls, umdrehen, Blick aufs Telefon oder auf die Uhr. Als Zeichen von Desinteresse auf und ist dann eingeschnappt. Als seine persönlichen Beziehungen scheinen unter seinen Egoismus und seinen großen Ideen zu leiden. In the end, Rainer stopped the test because it took him too long, but he hadn't even answered half of the questions. Im Durchschnitt kann jeder vielleicht ein bis 5 Punkte auswählen. Ab 15 Punkten sollten Sie sich Gedanken machen. Ja. Sie haben 12. Ich habe 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Then he reacted in the stream to YouTube videos, mostly created by haters. Das Therapielord kommt von iBlali? Wirklich? Really? Nigger? Würde man jetzt sagen? Das war keine Dokumentation. Das war ein Hater-Video gesponsert von Funk. Afterwards, he apologized on Twitter for using the N-word. On March 7th, Rainer streamed on Twitch and replied to a message in TOS Admin's chat. Ton- und Bildqualität lassen zu wünschen übrig. Genauso wie Interaktion mit dem Chat. So können wir dir keine Partnerschaft... Ey, ich habe meine Partnerschaft bereits gesagt, dass ich kein Interesse dran habe. Ich habe mich einmal beworben, weil meine Zuschauer gesagt haben, ich soll mich bewerben. Außerdem meine Interaktion mit dem Chat beschränkt sich auf die Leute, die keine Scheiße mit mir labern und mich beleidigen. Was für einen Großteil des Chats meistens zutrifft.
Und jetzt gerade bin ich zufälligerweise konzentriert, weil ich mich da gerade auf die Gegner konzentriere, die mich 15 Mal schon abgeballert haben. Dankeschön fürs Verständnis. So. Dass ich mal genau auch auf den Chat eingehe. Und ich habe überhaupt kein Interesse mehr im Moment an euren an eurem Dingsystem. Wenn du wirklich ein Admin bist, ich habe kein Interesse an eurer Partnerschaft zurzeit. Wenn ich mich so behandeln lassen darf, ehrlich nicht. Wir werden dich über weitere Schritte per E-Mail informieren. Wir dulden keinen Rassismus. Ich habe mich 10-mal dafür entschuldigt. Und ich mache keinen Rassismus. Rainer then responded to a video from Unge about milk. So, Tweets ist gerade raus. Tweet ist gerade raus. Ja, ist gerade raus. Und Tweet wird mit D geschrieben. Schon mal Schwachsinn. Es wird auf jeden Fall pasteurisiert und homogenisiert. Das hat nichts mit Konservierungsstoffen zu tun. Wie auch immer. Bitte um Entschuldigung, Herr Milchprofessor. Ich bin da drin kein Milchprofessor. Trotzdem sind da irgendwelche Stoffe drinnen, damit die Milch haltbar gemacht wird. Egal, ob die jetzt pasteurisiert oder sonst was wird. Oder es ist in dem Verfahren, wo sie pasteurisiert oder sonst was wird. Ich bin kein Milchprofessor. Es tut mir ich entschuldige mich hier hoch extrem, dass ich nicht so klug bin wie der Herr Milchprofessor. On March 8th, Tanzverbot made some snide comments about Rainer in the stream. On March 9th, Rainer gave a long incendiary speech against the haters in the morning stream and then allegedly sent a voice message to his girlfriend. Guten Morgen, Maus. Liebe dich, Schmusi. Bin gerade im Stream. Wünsche dir viel Spaß auf der Arbeit. On March 11th, Rainer uploaded a cover of the song Lieder by Adel Tawil, which was immediately blocked because of copyright. Rainer also awarded the first Dragon Award with a video. In How Do I Just Name This Video, Rainer addressed the statements of Tanzverbot. Immer wenn ich was poste, schreibt er so ekelhaft runter, als ob wir Freunde wären. Wir sind keine Freunde. Ich folge dem nicht, er folgt mir und spammt mich immer voll mit seiner grausam dreckigen Rechtschreibung, die keine Drecksau versteht. Da konnte ich ausrasten. Darüber hinaus habe ich übrigens vergessen zu sagen, deswegen hier ein Bild. Vergesslichkeitslord, oh yeah. Jedenfalls folge ich ihm nicht. Ich folge ihm schon lange nicht mehr. Kilian, oder besser gesagt, Tanzverbot. Alter, um in meinen Freundeskreis zu kommen, müsste ich dich mindestens 3 Jahre kennen oder 5 Jahre kennen und dann auch real getroffen haben, und zwar mehrfach. Und viel mit dir auch unternommen haben. Ich habe nur 4 oder 5 Menschen auf der Welt, die ich als Freunde bezeichne. Und da gehörst du bestimmt nicht dazu. Also sorry, was du dir einbildest, ist definitiv fake. Junge, Alter, du bist mir voll furzegal. Warum sollte mich kümmern, was du sagst? Wenn ich halt so bin, wie du sagst, warum reactest du dann auf das, was ich gemacht habe? Wie das Video mit dem Strom oder das Video mit meinem Song. Warum reactest du da drauf? Aus einem einzigen Grund. Du bist genauso klickgeil und genauso möchte gern Fame wie alle anderen. Und ich bin nicht anders. Alter, wir sind YouTuber, das ist normal. Komm mal in der Realität an und komm klar auf dein Leben, Alter. Anstatt hier irgendwie Scheiße zu labern. Schaut mal bei mir an, bei mir schaut so scheiße aus. Ja, bei mir schaut's auch scheiße aus. Ich habe auch hier einen Müllsack rumliegen. Aber deswegen muss ich nicht in die Kamera halten und sagen, schaut mal. Und zu mir sagen, ich bin ein Assi. Darauf komme ich gar nicht klar. Der Assi von uns beiden sitzt gerade vor dem Video und schaut's an. Aber ich prophezei jetzt schon, dass er reagieren wird. Er kann eben einfach gar nicht anders. Eigentlich schade. Er hätte Potenzial gehabt. On March 12th, Rainer visited the Discord of Montana Black and was confronted by haters there. Hast du gemeint, ja, runter von meinem Grundstück? Habe ich gemeint, ja, ich bin doch gar nicht auf deinem Grundstück. Dann hast du mich erst am Kragen gepackt und hast gesagt, du Hurensohn, wenn es jetzt nicht gleich gehst. Und dann hast du mich ein bisschen geschubst. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Das sind halt auch alles die Nachbarin hat mir dann auch gesagt, wo ich lang muss. Wir haben das dann auch gefunden und das war ja auch nicht Hallo, schlimm, ne? Hallo. Aber das sind auch an sich so Situationen, das die halt mittlerweile jetzt, auch... Das sind ja auch Situationen, die mittlerweile hinter mir liegen an sich.
Ich bin das arroganteste Arschloch, das dir in deinem Leben begegnen wird. Allerdings. Das stimmt. Immerhin. Ich habe das verdient und ich darf das auch. Moment mal, was hast du je gemacht, das sich über andere Menschen stellt? In addition, there is a recording that was made afterwards. Diesem Menschen muss einfach geholfen werden, aber dieser Mensch sagt, mir geht's gut, es ist alles in Ordnung und ich will, dass die Leute verschwinden. Aber Rainer, das wird nie aufhören. Das wird nie, das verspreche ich dir, da gebe ich dir Brief und Siegel. Entweder liegst du in der Kiste oder es passiert wirklich mal was richtig Schlimmes, wenn du weiter die Leute halt so beleidigst, so aggressiv machst, keine Ahnung, dass wirklich irgendeiner austickt und dich kaputt macht, richtig. Oder dir Dann sag mir doch mal, warum ihr so aggressiv seid. Naja, Warum? das Ding ist halt einfach, ich bin nicht aggressiv, aber es gibt mit Sicherheit einen, der wahrscheinlich noch ein bisschen dümmer ist, der sich da auf so einen Fight einlässt oder so. Ja, keine Ahnung. Weil du halt, ich glaube, du hast halt einfach sehr viele Leute verärgert. Rainer dismissed responsibility for the hate this time. He also claimed to save and invest a lot of money. Wie ich schon mal sagte, die ganzen Aktionen, die Hater so abziehen, sind ihre Aktionen. Die haben mit mir nicht viel zu tun. Die einzigen, die für das Handeln der Hater verantwortlich sind die Hater. Klar, hier und da sage ich bestimmt mal irgendwas. Aber letzten Endes steht trotzdem keinem zu, sich ein Urteil über meine Sachen zu erlauben, was ich mache. Und dementsprechend auch nicht, dass sie mich haten. Das steht niemandem zu. Ich lege verdammt viel Kohle auf die Seite. Ich lege verdammt viel Kohle an. Ja? Für schlechte Zeiten oder für später irgendwann mal. Für ein neues Haus und alles. Aber da hast du lieber ein halbes Jahr stromlos in Kauf. Ja, und die Sache ist aber, du kennst die ganzen Hintergründe. Du weißt, warum das so weit gekommen ist. Nee, hat es dich nicht stutzig gemacht, dass jemand in der Lage ist, 15.000 Euro Stromschulden zu bekommen? Das lag nicht an mir. Das lag nicht an mir. Das lag an einem. Ich habe gar nichts in Kauf genommen. Das war ein Fehler in deren System. Außerdem, ich habe es schon mal in einem Video, glaube ich, erwähnt, kurz nach der Sache mit dem Strom. Die Sache war ganz interessant, mal eine Zeit lang ohne Strom. Ich bin ein Mensch prinzipiell, ich versuche immer möglichst viele Situationen einmal mitzunehmen. Und das war eine Situation, die ich damals interessant fand. War nicht ganz einfach, aber letzten Endes hat es ganz ehrlich, mich stört es eigentlich nicht, wenn es nochmal eine Zeit lang der Fall wäre. Allerdings ist es für meine finanzielle Lage ziemlich giftig. Hör zu, es gibt die verrücktesten Menschen auf der Welt. Ja. Es gibt einen Typen, der war Millionär, der war sein ganzes Leben lang Millionär oder sogar Milliardär. Der ist gegangen, hat alles verschenkt, hat alles weggegeben und hat fortan auf der Straße gelebt. Nur weil er die Erfahrung machen wollte. Ja, vielleicht kommst du auch zu dieser Erfahrung. Es gab einen Menschen, das bezweifle ich. Es gab einen Menschen, das ist eine Erfahrung, die ich nicht unbedingt machen möchte. Warum nicht? Rainer, ich habe mal eine Frage, nicht unter reellen Bedingungen. Ich habe mal eine ernsthafte Frage, ne? Das wäre zum Beispiel eine der Situationen, wo ich dann mein Polster wirklich mal angreifen würde. Meine Traumwelt. Ich lebe in keiner Traumwelt. Ich lebe in einer härteren. Ich lebe in einer härteren Realität als alle Hater zusammen. Then, Rainer was asked about the fact that he had already sent pictures of his penis several times. Ja, aber warum ist es nicht in Ordnung? Warum? Es geht nicht darum, ob ich es mache oder nicht. Aber du wolltest doch sicherlich nicht, dass die Leute, dass 500 Leute einen Penis sehen, oder? Ja, lass da jetzt die Penisgeschichte. Nochmal, es ist doch egal. Also dir ist es egal. Warum sollte mich das interessieren? Die einzigen Menschen, bei denen mich interessiert, was sie über mich denken, sind die Menschen, mit denen ich unmittelbaren Kontakt habe. Darüber hinaus interessiert es mich nicht. Ja, und denen ist es auch egal, was da irgendwo zu denen du unmittelbaren Kontakt hast, die haben das Bild doch sicherlich auch gesehen. Ja, und weiter? Ja, und was haben die dazu gesagt? Es ist denen genauso egal wie mir. Warum auch? Das ist genau das gleiche, als wenn ich ein Porno drehen würde, ja? Meine Mutter würde das mitbekommen. Fändet ihr das cool? Nein. So. Ich habe aber keinen Porno gedreht. Nein. Und selbst wenn. Ja, aber das war jetzt zum Beispiel rein. Generally, Rainer's conversation partners tried to help him, although Rainer denied having any problems at all.
Then, on March 13th, he streamed on Twitch. Fang ja nicht an, sonst knallst. Weißt du was? Halt lieber die Goschen, sonst knallt's mal richtig. In the YouKnow stream, Rainer commented on his finances and smoking. Der Puffdrache. Ja, und ich habe jetzt die erste Schachtel seit 2 Monaten, die ich rauche. Wann hast du das letzte Mal geraucht? Wenn du rauchst, kommt, Leute. Es ist scheißegal, ob ich puffe oder nicht. Im Gegensatz zu euch bin ich von der Scheiße nicht abhängig. Beleidigt mich ruhig als Puffer. Das beleidigt mich nämlich nicht. Ich bin stolz drauf, weil ich hab's nicht nötig zu rauchen. Ich rauche nur, wann ich will und nicht, wenn irgendeine Sucht es mir vorgibt zu rauchen. Und ich habe auch keine Persönlichkeitsveränderung dadurch, wenn ich nicht rauche. Wie kann man mit 28, wie kann man mit knapp 30 keine 1500 Euro für einen neuen Rechner haben? Tja, wer hat mit 28 ein Grundstück, das so groß ist wie meins? Leute, ihr bildet euch immer mords was drauf ein und alles. Habt aber letzten Endes keine Ahnung, was ich für Kosten habe. Außerdem lege ich ja auch immer Geld auf Seite. Und an das Geld komme ich nicht so einfach ran. Und für einen Rechner gehe ich an das Geld auch nicht ran. Because Rainer now proudly presented his arrogance, the mood among the haters changed. What had begun, for most, with pity or amusement, developed more and more into sincere hate.